Hallo liebe Community, herzlich willkommen bei ProduSnap TV. Mein Name ist Frank Himmelsbach und in diesem Produktvideo soll es um unser neues Klebstoffsprühsystem in Verbindung mit ebenfalls einem neuen Klebstoff zum Sprühen, dem Tacocol von Renia gehen. In unserem heutigen Video wollen wir die Vorteile eines solchen Systems, aber auch die Nachteile ansprechen. Ich möchte euch zeigen, wie man das System einrichtet, was man alles damit machen kann und natürlich auch, wie man das hinterher reinigt. Das Klebesystem besteht aus einem Drucksprühtopf. Dieser wird hinterher mit Hilfe von Druckluft in Überdruck versetzt. Durch dieses Steigrohr steigt der Klebstoff in das System rein und wird hier zusammen mit Druckluft an diese Sprühpistole herangeführt. Der Tacocol von Renia ist ein spezieller SBS-Kleber zum Sprühen mit einem hohen Festkörperanteil, wenig Lösemitteln und natürlich auch dünnflüssiger, damit wir nachher ein ordentliches Sprühbild hinkriegen. Er wird ausgeliefert mit einem Sicherungsstift, einem Spannverschluss und dann ist die Dose zu öffnen wie ein Farbeimer. Der Tacocol wird nun in den Druckbehälter hineingestellt. Die Kanne verbleibt hier drin. Das System bleibt also immer sauber und muss nicht extra gereinigt werden. Der Druckbehälter wird nun mit Druckluft verbunden und kann in seiner Kompaktheit einfach und platzsparend unter jeder Werkbank seinen Platz finden. Nun zur Sprühpistole. Wir haben eine sehr hochwertige Sprühpistole hier dran an dem System. Durch den roten Schlauch kommt unsere Druckluft und durch den durchsichtigen Schlauch unseren Klebstoff an die Pistole dran. Hier vorne regle ich, wie ich sprühen möchte, horizontal oder vertikal. Ich kann die Klebstoffmenge regeln, ich kann die Breite des Sprühstrahls regeln und ich kann die Druckluft, die durch das System kommt, regeln, um meinen optimalen Sprühstrahl hinzubekommen und dafür zu sorgen, dass wir die Teile, wenn ich sprühe, nicht wegfliegen. Ihr solltet diese Einstellung einmal für eure Bedürfnisse ausprobieren und dann nicht mehr an dem System etwas ändern. Das System selber ist unabhängig. Ihr könnt alle möglichen Klebstoffe damit verwenden. Wir hoffen alle, dass es irgendwann mal einen Dispersionsklebstoff für unseren Einlagenbau gibt, dass wir gänzlich auf Lösemittel verzichten können. Grundsätzlich ist zu dem System zu sagen, wenn ihr sprüht, verbraucht ihr weniger Klebstoff, habt deshalb also weniger Lösemittel bei euch in der Werkstatt. Ihr tut diesen Klebstoff auf die Materialien, gerade auf die Polstermaterialien aufsprühen. Ein Polstermaterial bleibt hinterher weicher. Auch ein Leder wird nicht so intensiv mit den Lösemitteln getränkt, sodass in dem Bereich der Pelotte oder des Ballenbereichs hinterher nicht so leicht Gehfalten entstehen können. Es gibt also doch einige Vorteile für ein Sprühsystem, ganz abgesehen davon natürlich vom Zeitfaktor. So, jetzt haben wir das System eingerichtet und eingestellt. Ich habe jetzt die Sprühpistole mal auf mein etwas langsameres Tempo eingestellt und auf eine Breite von etwa 12 cm, die auch viele von euch für die Einlagen als Rollenware verwenden. Auf den ersten Druck kommt hier nur Luft, noch kein Kleber. Nur wenn ich durchdrücke, dann kommt der Kleber raus. Gerichtet habe ich mir jetzt einfach mal Materialien, eine Einlagendecke, wie ihr sie auch kennt aus dem Einlagenbau, ein Einlagenrohling. Und weil mich auch interessiert von der Druckluft her, was passiert mit Kleinteilen, Pelotten oder ähnlichem, habe ich mir auch mal solche Stanzmuster hier gemacht. Der SBS-Kleber von Renia eignet sich hervorragend für eure Verklebung von den Einlagendecken und den Einlagenrohlingen. Ihr solltet jetzt nicht hingehen und eure ganze Produktion damit bestreiten wollen. Das funktioniert nicht. Da nehmt ihr einen Polychloroprenkleber oder einen Polyurethankleber, aber bitte keinen SBS, der gedacht ist, schnell, ohne Ablüftzeit, eine Decke auf eine Einlage drauf zu kleben, ausschleifen, fertig. So, ich selber mache es immer so, ich fange kurz vor dem Werkstück an und sprühe dann rüber, schauen wir einfach mal, was rauskommt. Also wir sehen, das Sprühbild ist sehr, sehr gleichmäßig und sehr fein. So, ich brauche jetzt so gut wie keine Ablüftzeit, habe hier natürlich ein paar Reste dran, nehme meine Decke, wir bevorzugen natürlich Decken mit Logo, positioniere die hier mittig, ziehe dann einmal vorne rauf, Vorführeffekt mit einer Falte natürlich. So, streich einmal glatt, kann noch hin und her schieben und mir schön das Material in eine Schale ziehen. Thema erledigt.
der nächste käme dran und das da kann ich schon weitergeben zum Ausputzen. Jetzt interessiert es mich mal mit den Teilen. Das sind ja kleine, leichte Teile, genauso wie Pelotten, was passieren würde. Also ich gehe auch hier drüber und habe gar keine Schwierigkeit, auch die mit einem schönen, feinen Klebebild zu beschichten. Also ich muss sagen, mir gefällt die ganze Geschichte sehr gut. Es ist eine schnelle Geschichte, es ist ein sauberes Klebebild da drauf. Ich rieche auch hier kaum Lösemittel, habe einen geringen Klebstoffauftrag. Ein Nachteil, der zu erwähnen wäre natürlich der Overspray. Das heißt, ich treffe ja nicht mit dem kompletten Sprühstrahl nur das eine Teil, sondern sprühe auch etwas daneben. Dafür ist aber insgesamt die Klebstoffmenge, die ich verbrauche, überhaupt nicht vergleichbar mit einem Pinselauftrag. Also mich hat die ganze Geschichte begeistert. Ich hoffe, euch geht es genauso. Jetzt möchte ich noch 2, 3 Worte über den Gebrauch und die Pflege des Gerätes verlieren. Ganz, ganz wichtig, bitte tut dies nicht so wie wir in unserer Ausstellung hier, sondern verwendet Klebstoffe, lösemittelhaltige immer an einer Absaugung. Die Absaugung, die ihr üblicherweise an euren Arbeitstischen eingebaut habt, reicht vollkommen aus, denn ihr sprüht ja eine geringere Menge von Klebstoff auf, die dann von den Lösemitteln her abgesaugt wird. Ihr macht die Teile sofort zusammen und könnt wieder weiterarbeiten. Die Pistole und das System sind komplett geschützt vor Luft. Was natürlich passieren kann, es können sich hier vorne an der Sprühpistole eine Nase bilden. Ich habe immer dabei so eine Leerdose, ich habe dabei einen Verdünner und ich habe immer in meinem Arbeitsplatz eine Zahnbürste liegen, sodass ich mit der Zahnbürste, wenn ich die in den Verdünner reintauche, ganz problemlos und einfach diesen Sprühkopf so einmal in der Woche reinigen oder nach Bedarf reinigen kann. Der Sprühkopf lässt sich komplett abschrauben. Ich habe innen drin Löcher, durch die die Druckluft durchkommt. Auch hier sollte ich darauf schauen, dass das System nicht mit Kleber verstopft. Ich reinige hier auch nochmal auf der Rückseite und habe dann dauerhaft damit schon mein System gepflegt. Sollte ich den Klebstoff wechseln möchten, dann nehme ich auch wieder genau diese kleine Dose, fülle die 1/3 mit Lösemittel oder Verdünner auf, stelle das Lösemittel, den Verdünner in den Druckluftkanister hinein und sprühe dann mein System leer. So habe ich das wieder dafür gerüstet, wenn ich den Klebstoff wechseln möchte. Bleibt ihr beim gleichen Klebstoff, zum Beispiel beim Tacocol von Renia, was wir auf jeden Fall empfehlen, dann merkt ihr, wenn das System leer ist, ihr macht den Behälter auf, ihr wechselt einfach nur den Klebstoff auf, müsst schauen, dass Klebstoff wieder hier am System anliegt und habt dann auch schon alles getan, was ihr zur Wartung braucht. Für heute war es das. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns ein Like und vielleicht sehen wir uns bald auch persönlich. Danke!